Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem TGP Motorracing Kanal. Heute mal wieder mit einem Unboxing und zwar mit dem ersten Shoei-Helm hier auf dem Kanal. Wir sind seit neuestem auch Shoei-Händler, stolzer Shoei-Händler, endlich. Es hat lange auf jeden Fall gedauert, bis wir sie bekommen haben. Heute fangen wir gleich mal mit was richtig Geilem an und zwar Marc Marquez Replika 2023, die Motegi, also die Japan Edition. Die 2024er Edition, die gibt es noch nicht, die kommt aber auch bald. Da gibt es auf jeden Fall auch bald ein Unboxing. Heute haben wir aber, wie gesagt, die 2023er Replika und zwar vom XSPR Pro. Also der Helm, der im Prinzip auch in der MotoGP und sowas gefahren wird. Genau, wir schauen heute rein, was hier in der Box drin ist. Wir schauen uns den Helm an. Es gibt eine Helmanprobe. Ihr bekommt natürlich auch den Preis, die Zulassung und so weiter. Wer unsere Videos schon kennt, weiß auf jeden Fall Bescheid. Genau, wir sehen uns jetzt gleich nach dem Intro und dann fangen wir an mit dem Unboxing. So, dann starten wir. Schauen wir uns auf jeden Fall mal gleich die Box hier an. Ganz normale Shoei-Box. Ich denke, die hat der ein oder andere bestimmt schon mal gesehen. Hier steht es auf jeden Fall, Marc Marquez. Motegi 4 ist das jetzt hier. Genau, der Motegi 5 habe ich ja vorher schon erwähnt. Der kommt jetzt bald. Ja, das war es auch im Prinzip schon mit der Box. Dann würde ich sagen, machen wir hier oben mal die Klappe auf. So, dann haben wir hier erstmal das Pinlock-Visier, das mitgeliefert wird. Das packe ich gleich mal hier auf die Seite. So, dann machen wir mal das Styropor weg. Da seht ihr schon, der Helm blitzt schon so ein bisschen durch. Den schauen wir uns aber jetzt noch nicht gleich an. Den packe ich jetzt mal erstmal noch auf die Seite. Und wir gucken noch mal ganz kurz rein, was hier noch drin ist. Da haben wir nur noch mal ein Styroporteil, damit ihr das noch mal seht. Und hier noch das Zubehör. Da mache ich das mal ganz kurz hier für euch auf. Also das müsste wahrscheinlich für unten sein, denke ich mal, fürs Kinn. So ein Kinnabweiser, so ein Luftabweiser. Hier haben wir noch so Silicon Oil, das mitgeliefert wird, so ein kleines. Dann hier für die Nase oben, kann man das noch so reinstecken. Dann haben wir das noch hier für den Kinnbereich unten. Ist das hier für ein Kinn? Das weiß ich jetzt gar nicht. Vielleicht ist es auch für oben, dass es für unterschiedliche Zwecke ist. Habe ich mich tatsächlich noch nicht mit befasst beim XSPR Pro. Genau, dann haben wir auf jeden Fall hier noch die Sticker, die mitgeliefert werden und die Gebrauchsanleitung hier, die mitkommt mit dem Helm. Das Zubehör lege ich jetzt hier mal vor den Helm auf das Pinlock-Visier. Ja, das war es auch schon, was mitgeliefert wird. Also kein zweites Visier oder kein getöntes Visier wie mittlerweile bei den anderen Herstellern. Bei Shoei ist tatsächlich nur das hier dabei und der Helm. Genau, aber um den geht es natürlich jetzt auch erstmal. Ich ziehe das Säckchen jetzt gleich mal weg und ihr schaut euch erstmal den Helm an. Genießt ihn, er ist wirklich wunderschön. Ja, ich kann euch versprechen, er schaut auf jeden Fall nicht so aus wie auf dem Katalog. Also schon, aber viel besser. Genau, ihr werdet gleich sehen, warum. So, also Marc Marquez Replika Motegi 2023 von Shoei. Jo. Leute, schaut euch den mal von hinten an. Wie geil sieht es aus. Auch hier dieses Rot, das glitzert so. Ich zeige euch das später nochmal im Detail. Wir gehen auch später im Video nochmal genauer auf die Lackierung ein, damit ihr die nochmal genauer auch gesehen habt. Ja, das ist wirklich nicht normal. Schaut euch das mal an, auch diese Details hier drinnen. Ihr werdet es dann nachher gleich sehen. Bevor wir uns auf jeden Fall den Helm genauer anschauen, sage ich euch noch mal ganz kurz ein paar Fakten hier zum Helm. Und zwar, das Material ist eine AIM Plus Schale. Das ist im Prinzip Advanced Integrated Matrix Plus. Eine mehrschichtige Konstruktion aus handaufgelegter Glasfaser und organischen Faserverstärkungen, kombiniert mit einem speziellen Polyesterharz. Ich kann es leider auch nicht auswendig, das Ganze, deswegen muss ich das ganz kurz ablesen. Wie das Ganze sich zusammensetzt, wäre natürlich mal schön zu sehen. Vielleicht kriegt man da mal eine Shoei-Werksführung, wenn man irgendwann mal in Japan ist. Wäre auf jeden Fall vielleicht cool. Wer weiß. Genau, mehr kann ich euch leider auf jeden Fall zum Material auch nicht sagen. Der Helm wiegt hier auf jeden Fall 1500 Gramm, so wie er hier ist, in der Größe M aktuell. Je nachdem, welche Helmschalengröße ihr habt, wird er natürlich ein bisschen schwerer oder ein bisschen leichter. Also plus, minus 50 Gramm würde ich jetzt mal sagen. Genau, so wie er aber jetzt hier ist, 1500 Gramm. Dann kommen wir zur Zulassung. Der Helm ist FIM zugelassen. FIM zugelassen erkennt man hier immer im Prinzip beim Doppel-D-Ring-Verschluss. Innen drin ist hier dieses Logo von der FIM. FIM
Die Leute, die hier die Videos schauen, wissen auf jeden Fall schon Bescheid. FIM ist eine Zulassung für Racer. Das heißt, alle, die in der MotoGP oder Superbike fahren, brauchen einen FIM zugelassenen Helm. Mittlerweile gibt es auch schon ein paar Rennstrecken, die unbedingt so einen FIM-Helm sehen wollen. Genau, das denke ich, wird wahrscheinlich in nächster Zeit immer mal mehr kommen. Gerade wenn man auf der Rennstrecke fährt, macht natürlich so ein FIM-Helm Sinn. Und sonst hat er natürlich auch die ganz normale ECE 2206 Zulassung, dass ihr ihn eben auch ganz normal auf der Straße fahren könnt. Preislich liegt der Helm hier bei 949 €. Das ist der Listenpreis. Der kann sich natürlich immer ändern. Deswegen Link auf jeden Fall zu unserem Shop ist in der Beschreibung. Da seid ihr immer auf dem aktuellen Stand. Genau, wie gesagt, Listenpreis von Steuer liegt hier bei 949 €. So, ich habe euch mal ein bisschen näher rangeholt, damit wir uns den Helm noch mal ganz kurz genau im Detail anschauen können. Hier haben wir auf jeden Fall die Lufteinlässe, die man einmal hier im Prinzip runterklappen kann. Dann werden im Prinzip hier die Lufteinlässe geöffnet. Und dann der hier, den kann man im Prinzip hier runterschieben oder hochschieben und dann wird eben der Lufteinlass geöffnet. Dann hier oben an der Stirn können wir einfach den hier runterschieben auf der linken Seite, den anderen hier auf der rechten Seite und hier oben nochmal. Genau. Dann hier hinten haben wir auf jeden Fall noch Luftauslässe, die im Prinzip auch so ein bisschen Optik sind. Genau, und dann hier auch nochmal beim Spoiler, das glaube ich kann man ganz gut erkennen jetzt hier, dass hier im Prinzip die Luft reingeht und hier nochmal rausgeht. Der Helm ist natürlich auch Windkanal getestet und wird natürlich auch in der MotoGP unter anderem eben von Marc Marquez gefahren. Alex Marquez fährt den, Fabio Di Giannantonio, in der Superbike, Toprak zum Beispiel fährt den auch. Ja, also Shoei hat auf jeden Fall ganz schön viel Erfahrung, gerade was den Racing-Sektor angeht. Jetzt ist das andere Mikrofon leider gerade ausgefallen. Genau, ich habe jetzt das Mikrofon gewechselt. Ich hoffe, es geht trotzdem von der Qualität her. Was ich euch noch zeigen wollte, ist im Prinzip das Visier. Das ist so ein bisschen schwierig zu öffnen. Und zwar muss man hier einmal den Knopf so reindrücken und dann das Visier hochschieben. Im Prinzip ist es eigentlich nur schwierig, wenn ihr so ein bisschen den Handschuh anhabt. Ihr seht das ab und zu bei Marc Marquez oder Alex Marquez, wenn die so in der Box reinkommen und dann so unten reindrücken und es nicht richtig hinbekommen, weil ihr müsst den wirklich gut reindrücken und dann hochschieben. Das ist natürlich, wenn ihr einen Handschuh anhabt, wo ihr eh so ein bisschen weniger Gefühl habt, ein bisschen schwierig. Ich habe es jetzt tatsächlich noch nicht selber auf der Rennstrecke ausprobiert. Genau, aber ich sehe es immer, dass sie so ein bisschen mit strugglen, wenn die so den Helm aufhaben und dann mit dem Handschuh da so drücken. Genau, aber sonst, ihr seht es, ist eigentlich relativ einfach trotzdem. Mit dem Handschuh dann, ja, so ein bisschen schwierig. Das Visier ist auf jeden Fall rastbar, wie ihr gesehen habt. Also das ist bei Shoei immer sehr, sehr gut und vor allem auch die Stufen sind so schön rastbar. Das muss man wirklich sagen, macht Shoei sehr, sehr geil. Das fühlt sich auch einfach top an. Dann komme ich noch mal ganz kurz ein bisschen näher. Ich habe heute leider keinen Kameramann dabei, deswegen muss ich es euch jetzt so zeigen. Genau, wir haben hier einmal noch das FIM-Logo, was im Prinzip hier in der Lasche mit drin ist. Ich glaube, das könnt ihr hier so ganz gut erkennen. Genau. Dann hat der Helm natürlich einen ganz normalen Doppel-D-Ring-Verschluss. Das kennt natürlich der ein oder andere von euch auch. Dann, der Helm hat natürlich auch das Emergency System. Das heißt, man kann hier und hier die Lasche ziehen und kann dann die Innenschale von der Außenschale trennen. Das ist natürlich wichtig, wenn ihr irgendwie bewusstlos werdet, damit die Marshalls euch auf der Rennstrecke im Prinzip den Helm abnehmen können, beziehungsweise die Außenschale von der Innenschale trennen können. Ja, dann schauen wir uns mal das Innenleben so ein bisschen genauer an. Können wir hier erstmal von vorne sehen. Ja, das muss ich sagen, da gibt es andere Hersteller, wie zum Beispiel Alpinestars. Das Video haben wir auch schon hochgeladen, ich glaube vor ein paar Wochen. Ich verlinke es hier rechts oben nochmal. Das muss man sagen, war bei Alpinestars schöner gemacht und sieht auch einfach hochwertiger aus, als wie jetzt hier bei Shoei. Aber ja, es fühlt sich trotzdem nicht schlecht an. Aber wie gesagt, zu anderen Herstellern muss man sagen, ist vom Gefühl her und von der Optik her das hier so ein bisschen, ich sag mal in Anführungsstrichen, billiger gemacht. Wobei ich jetzt gar nicht so sagen will, dass es jetzt unbedingt billig ist. Es ist bestimmt auch ein super hochwertiges Material. Ich wollte es einfach nur sagen, dass von der Optik und vom Feeling her eben das bei anderen Herstellern einfach ein bisschen schöner ist. Ja, vielleicht versteht der eine oder andere mich gerade. Ihr könnt jetzt hier nochmal genauer reinschauen, wie das ausschaut. Ja, da muss man wie gesagt sagen, machen das andere Hersteller vielleicht ein bisschen schöner. Ja, kommen wir auf jeden Fall noch mal ganz kurz zur Lackierung. Die zeige ich euch jetzt hier noch mal ein bisschen genauer. Schaut euch einfach mal die Details an. Auch hier dieses Rot, wie das so glitzert. Also es hat so Metallic-Effekte mit drin. Dann hier die Katze, richtig schön. Auch hier mit dem Shoei-Logo drin. Weiß nicht mal was, ja, da sieht man es. Richtig cool. Ja, dann hier oben. Oh, schaut euch mal das an. Oder auch in dem Gold, die Details hier. Zum Beispiel bei diesem, das sieht aus wie so ein Pinselstrich. Da sind noch so ganz kleine Partikel mit dabei und so Logos oder Schriftzüge, so japanische. Ja, sieht richtig, richtig cool aus. Auch hier oben richtig schön gemacht. Ja, ihr seht es. Boah, wunderschön. Hier oben nochmal das schauen.
Mich würde auf jeden Fall auch mal interessieren, was ihr zum Helm sagt. Deswegen schreibt gerne mal eure Meinung zum Helm hier in die Kommentare. Ja, schreibt einfach mal rein, vielleicht von 1 bis 10, wie euch gefällt. Oder falls ihr sagt, so, nee, ist nicht so meins, vielleicht auch die neue Motegi-Replika, die dann bald kommt. Vielleicht ist das eher euer Style. Ja, schreibt es auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare. Ich würde sagen, wir kommen auf jeden Fall noch zur Anprobe. Ich habe jetzt hier das Mikrofon gerade mal, damit ihr mich dann versteht, wenn ich den Helm anhab. So, ich ziehe jetzt mal ganz kurz den Helm auf. So, auf professionell jetzt hier nochmal zugemacht. So, dann mache ich erstmal noch das Visier auf, damit ihr auch mal ein kurzes Sichtfeld gesehen habt. Ja, vom Sichtfeld her, also ich sehe hier oben gar nichts. Das ist jetzt Größe M, also ihr seht, das ist auch ein bisschen locker bei mir. Ich trage normalerweise immer so Größe S. Hier oben sieht man so ganz leicht das Visier, aber es ist jetzt nicht, dass es störend ist. Also Sichtfeld wirklich gut und auch wenn ich dann im Prinzip in Schräglage wäre, habe ich kein Problem, dass ich hier oben irgendwie den Rand oder so sehe. Genau, hier unten, das natürlich sieht man so ein bisschen, ist ein Racing-Helm. Bei AGV würde ich sagen, ist es vielleicht ein bisschen schlimmer, aber das ist jetzt hier beim Shoei eigentlich echt gut. Dann zum Gefühl her vom Helm muss ich sagen, ist eigentlich in Ordnung. Es gibt Helme, die, sag ich jetzt mal, vom Polstern so ein bisschen weicher sind oder angenehmer sind, aber es ist jetzt nichts, das mich jetzt hier irgendwie drücken würde. Klar, ist jetzt Größe M, ist jetzt nicht meine Größe, aber liegt trotzdem eigentlich schön hier an den Backen an und fühlt sich auch gut an. Wie gesagt, es gibt einige Helme, die sind so ein bisschen schöner vom Tragen, beziehungsweise fühlen sich einfach ein bisschen weicher an. Genau, aber das kommt natürlich auch immer auf den Geschmack drauf an. Deswegen ja, müsst ihr den vielleicht einfach mal selber probieren, damit ihr es sagen könnt. Ich schließe jetzt auf jeden Fall nochmal das Visier und drehe mich nochmal 360 Grad, damit ihr den Helm auf jeden Fall mal von allen Richtungen gesehen habt. Und euch so auch nochmal im Prinzip ein Bild machen könnt, wie er ja, getragen aussieht. Was mir auffällt ist, wenn ich rede, ist meine Stimme sehr, sehr leise. Das kann natürlich dann auch sein, dass es beim Fahren einfach auch die Außengeräusche relativ leise dann sind. Was natürlich sehr, sehr cool wäre. Ja, keiner steht auf richtig laute Helme, würde ich mal sagen. Deswegen, desto leiser, desto besser natürlich. Ja, aber fühlt sich auf jeden Fall vom Klang her, wie ich jetzt hier schon rede, ich weiß nicht, ob man das über das Mikrofon hört, schon deutlich angenehmer an. Und ist tatsächlich, ich habe jetzt schon viele Anproben gemacht, vom Helm her so, wenn ich das jetzt geschlossen habe, einer der Helme, wo ich sage, es ist schon, man merkt schon, dass es irgendwie leiser wirkt. Ich bin den neuen XSPR Pro jetzt noch nicht auf der Rennstrecke gefahren, aber ja, vielleicht werde ich das in Zukunft mal, dann kann ich euch da nochmal berichten. Genau, ich zeige euch den Helm jetzt hier nochmal von oben. Genau, und hier vielleicht nochmal von hinten, damit man die Katze auch nochmal gesehen hat. Ja, richtig, richtig cooler Helm auf jeden Fall. So, jetzt habe ich hier schon Struggle mit dem Aufmachen. War das hier? Nee. Wo war das nochmal? Ach, weiter oben. Hier. Perfekt. So. Und das war's dann auch schon mit dem Video. Ihr kriegt jetzt noch ein paar Cinematic-Clips hier von dem Helm. Schreibt, wie gesagt, gerne mal eure Meinung in die Kommentare, wie euch gefällt. Sonst, falls ihr irgendwelche Fragen habt, natürlich auch in die Kommentare schreiben. Falls ihr den mal anprobieren wollt, wir haben eigentlich aktuell alle Größen da von Shoei. Kann natürlich auch sein, dass die eine oder andere Größe gerade ausverkauft ist. Deswegen einfach vorher anrufen, falls ihr vorbeikommen wollt. Ja, probiert den Shoei auf jeden Fall mal. Ich bin in den alten X-Spirit 3 schon auf der Rennstrecke gefahren. Ja, in Zukunft schauen wir mal, es kommt jetzt so ein neuer Helm. Vielleicht gibt es auch ein Unboxing von mir. Das ist dann eine Special Edition, ihr werdet es vielleicht sehen. Den werde ich dann auf jeden Fall auf der Rennstrecke mal fahren und dann kann ich euch da nochmal einen Bericht zugeben. Genau, soweit bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ihr kriegt jetzt noch die Cinematic Clips und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Danke, ciao, ciao. Heard it from a friend.